Hallo und herzlich willkommen zurück auf der guten, alten, ollen, unzuverlässigen, also die olle, ach Gott, old, also der old reliable war ja bei SpongeBob, was war das halt die olle, ihr kennt den Witz, ihr wisst, was ich sagen will. Also ein Witz ist ja immer, bekanntlich immer besser, wenn man ihn erklärt, oder? Mercer? Say, this wouldn't happen to be your ship, would it? Because you sure walked in it like it was your ship. And if this ship is yours, well, mister, you owe Spacer's Choice a hefty fine. Afraid we gotta dock your pay. Ja, okay, ich kann es gerne alles von meinem Gehalt haben, ich habe nämlich kein Gehalt. Ich habe ja keinen Job. Und Lügen. Du hast das völlig falsch verstanden. Ich führe eine Raumschiffsinspektion durch. Ja, Raumschiffinspektion. Oh, by the law. I'm so sorry. I had no idea we had an inspector coming. If you'd like to speak with my manager, I report to Constable Reyes in Edgewater. Edgewater's not too far. Just follow the road east of here, over past the cemetery. Now, if you'll excuse me, I need to inspect the crime scene before I make my report. Ja, pass auf dich auf, meine Liebe, meine gute. Richtung Osten ist die Richtung. Wir gehen einfach dem Straßenverlauf nach. Ich hoffe, wir... Oh, ist da drüben was? Ich muss mal nachschauen. Da ist nämlich so ein Trümmerteil und da leuchtet was. Ich muss mir das ansehen. Oh. Ja, moin. Was hast du? Schaufel. Hast du noch was dabei? Bewohner. Mülleimer. Yes, schwere und leichte Munition. Ja, ich wusste, warum wir da hingehen. Wenn es leuchtet in einem RPG, immer hingehen. Einfach jedes Mal hingehen. Okay, wir müssen hier die Straße lang und kommen dann bei einem Friedhof vorbei irgendwo. Ich hoffe, da sind hier keine Zombies oder sonst irgendwas unterwegs. Und vor allem, ich hoffe, wir gehen jetzt hier auf der richtigen Seite. Oh, warte mal. Oh. Boah, der hält viel aus, ne? 3 Schläge. Hoi. Die hat mich ein bisschen überrascht, muss ich sagen. Ja, schön, dass ihr so auf einem Haufen seid, ne? So. Oh, wie cool, ne? Oh, da oben, sieh mal. Ein Raumschiff. So sind wir auch abgestürzt. Bisschen doof gelandet, aber zumindest war es eine weiche Landung. Oh Mann. Nice. Ich mag das. Oh, Edgewater, wir sind da. Da ist der Friedhof. Well, okay, Friedhof, hallo. Liebe Leichen. Steigt nicht von eurem Grab empor. Okay, was? Boah. Ja, von da hinten. Von wo sollten wir sonst kommen? Grüß dich, Silas. Don't go ambling out in those hills. That's marauder territory, friend. Ja, die Plünderer. Ich bin nur auf der Durchreise. Meine Kapsel ist in den Hügeln da hinten abgestürzt. Ja, das verraten wir lieber nicht, wir waren es ja nicht. Woher weißt du, dass ich kein Plünderer bin? You talk too pretty for a marauder. Most of them just grunt and yell. Ain't safe out here. You'd best head into town. Avail yourself of Edgewater's high walls and low prices. Entschuldigung, wir grunzen halt mal so wie die Plünderer. Wie war nochmal dein Name? Ich bin Wade. Wirst du dafür bezahlt, dass du dich mit Fremden unterhältst? Und ist mir eine Ehre. Ich bin Alex Hawthorne, Captain der Unreliable. Und deswegen hast du ein paar bewaffnete Wachen. Ja, ich würde mal sagen, weil wir sind ja einerseits Inspektor. Ja, lügen wir ihn einfach an. Just to make your acquaintanceship. I'd shake your hand, but I've been hauling corpses. You don't want none of that on you. Name's Silas. Junior in humor for the town of Edgewater. We're all part of the Spacer's Choice family. Spacer's Choice! Mit wem kann ich über einen Energieregulator sprechen?
Ich möchte ein bisschen Geld verdienen, solange ich hier bin. Dieser Ort sieht aus, als würde er auseinanderfallen. Junior Bestatter, toller Titel für einen Totengräber. Bin schon weg. Ja? Mit wem kann ich über einen Energieregulator sprechen? Definitely not the junior in humor, that's for sure. If you've got business inquiries, you should stop by Reed Thompson's office. He's up in the tower above the cannery. Head into town, follow the road. Look, you obviously ain't a worker. What's your racket? You a smuggler? Freelancer? Ja, ein Raumschiff-Captain halt. Kommt auf die Arbeit an, bietest du mir einen Job an? Ich mach, was ich will. Du fragst die falsche Person, ich habe kein Interesse. Ich mache, was ich will. Got a knack for being discreet-like? There's money to be made, long as you keep your nose clean. Edgewater is a company town, board-owned and operated. That includes the cemetery. None of us own our grave sites, we rent them from the company. Renting means money. Money means paperwork. Paperwork means signatures. Some of our families become a mite delinquent in paying their dues, you see? Ja, okay, ist nicht so gut. Soll ich die Gebühren, die man dir schuldet, eintreiben? Ist kein Problem für mich. Du lässt die Leute für ihre eigenen Gräber zahlen? Ja, okay, das ist das Leben, ne? Wieso treibst du die Gebühren nicht selbst ein? Ich muss dich noch etwas anderes fragen. Du machst das schon und jetzt entschuldige mich. Oh nee, wieso treibst du die Gebühren denn nicht selbst ein? Quotas, mostly. Got a backlog of graves to fill. Bodies won't bury themselves, you know? Ja, es sei denn, sie sind Zombies. Na gut, ich treibe deine Gebühren für dich ein. 4 workers still haven't paid up. Phyllis, Conrad, Ludwig, and Martin Abernathy. He's a special case. You may want to twist his arm a little. Ja, okay, aber die sind noch am Leben, oder? Ich muss das jetzt nicht von Leichen eintreiben. Wieso ist Abernathy ein Sonderfall? Wo kann ich diese Leute finden? Und wieso ist er ein Sonderfall? He just is. Look, I don't want to get into it. Just make sure he pays up. Alles klar. Und wo kann ich die Leute finden? Conrad's got a barbershop in town. Phyllis works at the cannery most hours. Abernathy, I ain't seen him in a few days. His domicile is near the cannery. You'll find him in town. All except Ludwig, that is. He's over by the landing pad. Okay. Ja, okay, er wohnt in der Nähe von einer Konservenfabrik und die ganze Stadt ist eine Konservenfabrik, so wie ich das jetzt gerade mitbekommen habe. Da war noch was ich dich fragen wollte. Ja? In dieser Stadt muss einiges im Argen liegen, wenn du so viel zu tun hast. Habt ihr viele Leute an die Plünderer verloren? Hast du irgendwelche Neuigkeiten von der Hope? Wie lange bist du schon Juniorbestatter, Totengräber, was auch immer halt? In der Stadt muss einiges im Argen liegen, wenn du so viel zu tun hast. You could look at it that way, I suppose. You could look at us and say, those Edgewater saps lost near every soul to plague. But you'd be wrong. We're survivors. Loyal company folk, brave in the wilds. Ja, okay. Machst du dir keine Sorgen, dass du krank wirst? Every now and again, a virulent plague sweeps through our town. That's life on the frontier, I suppose. A body grows accustomed. Wie lange bist du schon Juniorbestatter oder Totengräber oder was auch immer? Hang on, I'm doing some math in my head. 20, 30, carry the one. All my life. Work's been real good to me. Fresh air, exercise. Only problem is the paperwork. Can't get anybody to pay their gravesite fees. Habt ihr viele Leute eine Plünderer verloren? Former people, yeah. Marauders been raiding my graves, you see. Hence the armed guards. Ah, okay. Worauf sind sie aus? Beute? No, no. They are after the most precious loot of all. Spacer's Choice Company property. If those marauders swipe any more bodies out of my cemetery, company's gonna duck my pay. Ja, es wird ziemlich doof und verstehe ich auch nicht. Warum kriegen sie Firmenbesitz, wenn sie die Leichen plündern? Danke für deine Zeit. Huh? What? I wasn't dozing off. Ich habe auch nicht geschlafen. Hat nur so ausgesehen. Huh? What? I wasn't dozing off. Nee. Wollte nochmal nachfragen. Kann ich der Waffe eigentlich wegstecken? Leider nein. Edgewater. Ah, wie cool. Es bewegt sich. Das ist mal ein Firmenlogo.
Anführer der Siedlung. Ab nach Edgewater. They start asking you for some medicine, come tell me. I'll set them straight. Alles klar. Medizin ist hier Mangelware. If Moin. you're falling sick, I don't want you near me. Don't worry. I wouldn't do that to you. Kommt mir bekannt vor. Huh? Aha. Staying long? Wer weiß. Wer weiß, da bin ich mir noch nicht so sicher, wie lange wir bleiben. Spacers Choice Kantine entdeckt. Been eating nothing but salt tuna for a year. Just the way it goes, I suppose. Carry on. My Wayward Son. Spacer's choice takes care of its own. Ja, und sie geben einem Thunfisch. Spacer's choice takes care of its own. Es klingt irgendwie einstudiert, meine Freunde. Esther Blaine. Du hast, glaube ich, mehr zu sagen. Du hast einen Namen. I've got some time. Was machst du hier? Oh, I'm an actuary. That means I keep tabs on a worker's living expenses. How much it costs to feed, clothe, shelter, bury, and replace your average human worker. Technically, I'm employed by the Spacer's Choice Department of Human Resources. Ja, die Dame von der HR. Alles klar. Esther, schön, dich kennengelernt zu haben. Glaube ich cool, ne? Oh Mann, der Himmel allein ist schon mega. Saituna. Nom nom nom. Ein Jahr nur Thunfisch essen. Salzigen Thunfisch. Ein Jahr lang. Ach ja, hat er gesagt im Büro, ne? Emerald Whale or of Terra 2. Dass hier keine Empfangsdame ist, ne? Terminal. Spacer's Choice. Es ist vielleicht nicht das Beste, aber das Beste, was du bekommst. Spacer's Choice. Edgewater Saltuna Konservenfabrik. Eigene Anlage von Spacer's Choice. Terminalzugang. Protokolle. Spacer's Choice. Es ist vielleicht, ja, das kennen wir schon. Edgewater Saltuna Konservenfabrik. Eine Anlage von Spacer's Choice. Hinweis. Die Edgewater Saltuna Konservenfabrik hält sich strikt an die Spacer's Choice Standards in Sachen Gesundheitsschutz und Sicherheit. Hinweis. Plane die Termine für deine Krankentage mit deinem Spacer's Choice Vorarbeiter und oder Vorgesetztem. Nimm Rücksicht auf die anderen Mitglieder der Spacer's Choice Familie. Du kannst mit 2 bis 4 Wochen Bearbeitungszeit zur Bewilligung deiner geplanten Krankentage rechnen. Verlorene Stunden müssen dem Konzern erstattet werden. Solltest du Probleme mit der Bezahlung deiner Krankentage haben, wende dich an Reed. Wir werden versuchen, stattdessen Lohnabzüge für dich zu arrangieren. Denk daran, Arbeit stärkt den Geist. Die Krankheit des Körpers spiegelt Krankheit in Geist, Verstand und Charakter wider. Solltest du feststellen, dass du krank wirst, ist es möglicherweise an der Zeit, ein Treffen mit unserem ansässigen Vikar zu arrangieren. Das Ding ist ein bisschen, ja, ein bisschen realistisch, aber nur ganz klein bisschen. Zum Glück bei uns nicht, ne? Es gibt aber Länder, da ist ja mit den Krankenständen nicht so. Zurück zum Stammverzeichnis. Ja, da ist sonst nichts. Also wenn man krank ist, muss man zahlen. Oh, Fahrstuhlmusik, ey. The grease monkey, Argo? I'm sorry, Mr. Thompson, sir. You asked... Seems we've got a guest. Really now, Parvati, I do wish you'd spoken up. I do apologize. I was given no forewarning of your arrival, or I might have welcomed you at the gates myself. Okay. Bist du Reed? Man hat mir gesagt, ich solle mit dir reden. I'm Reed Thompson, Outpost Administrator. I cannot help but notice you are not in uniform. And why aren't you in uniform? Ich glaube, du bringst da was durcheinander. Uniform, wovon redest du? Ich arbeite nicht für Spacer's Choice. Ich glaube, du bringst da etwas durcheinander, mein Freund. Yes, so it dawns on me. Seems I allowed my excitement to run away with my wits. Been a few seasons since we've had a visitor pass through. Naja, die Besucher haben euch meistens ja, in so einer komischen Kiste verlassen, ne?
ich habe nicht vor, lange zu bleiben und mein Schiff muss repariert werden. Ich suche nach einem Energieregulator. Only regulator we got is hooked up to the town transformer. Mr. Thompson ain't liable to be keen on dismantling it. I beg your pardon. I am most emphatically not keen on any such thing. I can't let you have our power regulator. But I happen to know of another one. And I happen to know exactly how you may retrieve it without frying yourself in the process. Okay, draufgehen? Das ist aber jetzt eigentlich nicht geplant. Lass mich raten, ich soll irgendwas für dich erledigen, bevor du mir hilfst. Ah, nee, raus mit der Sprache. There's a power regulator in the old botanical lab. It's mostly abandoned, so all that power is being squandered. Go down to the geothermal plant. Reroute power from the botanical district over to us. Once their power's shut down, you can have their regulator and be along on your way. Das klingt ein bisschen dubios, mein Freund. Was genau meinst du mit größtenteils verlassen? Das ist ein großer Gefallen, um den du einen Fremden da bittest. Sag mir mehr über dieses Geothermiekraftwerk, aber was genau meinst du denn eigentlich mit größtenteils verlassen? I was not entirely sure how to tell you this. The botanical labs are not legally inhabited, but there are people who live there. Ja, okay, illegal. Mhm. Also Spacer's Choice schaut ja aus seine Angestellten. Sag mir, was ich machen muss. Was für eine Überraschung, damit hätte ich ja nie gerechnet. Ich glaube nicht, dass die sonderlich erfreut sein werden, wenn ich ihnen den Strom abstelle. Meinst du Plünderer? Plünderer sind keine Menschen. The people living in the botanical labs. They're deserters, former workers. I need them back at their posts. I need them to come home. Ja, du willst ja dich um sie kümmern und auf sie schauen, ne? Wenn ich dir ein kleines Problem mit den Deserteuren lösen soll, dann musst du mich pro Kopf bezahlen. Okay, ich will ja eigentlich nur einen Regulator, aber wieso willst du sie eigentlich zurückhaben? Edgewater is struggling. We haven't hit our production quota in years. If we don't meet our quotas this year, the company might shut us down for good. I need those workers back at their stations. Okay. Nichts davon ist mein Problem, ja, aber wir brauchen einen Regulator. Ich habe Edgewater gesehen. Die Arbeiter hatten einen Grundabzaun. Ich will ihn nicht verärgern. Und wie kann ich helfen? My hope is that by cutting off their power, you will convince those deserters to come back to town. Before you go to the plant, I want you to stop by the botanical lab. Speak to their leader, Adelaide. Tell her the power's about to go, and that it's time her band of deserters came back to town. Okay. Wie erkenne ich Adelaide? Ich kann nichts versprechen und in Ordnung, Reed, ich werde mal sehen, was sich machen lässt. Aber wie erkenne ich sie denn eigentlich? Adelaide's older than the other deserters. She's dignified, kindly. From what I understand, her camp looks to her for leadership. Das, was sie bei dir nicht machen, also sie blicken ja gar nicht zu dir auf. Die Arbeiter haben die Stadt sicherlich nicht grundlos verlassen. Was, wenn Adelaide nicht zurückkommen will? Du willst, dass ich den Strom für eine ganze Gemeinde abschalte? Aber was, wenn sie nicht zurückkommen will? That is not a hypothetical I enjoy entertaining. We need Adelaide back. Nonetheless, I will settle for the return of her followers. We belong to one community, the Spacer's Choice family. If we dissolve into factions, then we will all perish separately. Adelaide will understand that. Ja, das glaube ich eher nicht. In Ordnung, Reed. Ich werde mal sehen, was sich machen lässt. My dad told me all about the plant. Taught me all he knew. I could come in useful. I mean, if that's all right with you, Mr. Thompson. Sir. I hesitate to part ways with Miss Holcomb, but I cannot deny that she is talented and may prove useful to you. You will need an administrative passcode in order to enter the plant. I am trusting you with mine and trusting Miss Holcomb to guide you if you'd like. Okay. Ich brauche Parvatis Hilfe nicht und gleich hätte nichts dagegen gegen ein bisschen Gesellschaft. Great. I got my wrenches and diagnosticators and hairpins and engine tape, so I'm all set. Also Haarklammer sind I am wichtig. glad to hear that. Best of luck to you, and thank you again for your help. It is a lot to ask of a stranger, I know. Ich will nur den Energieregulator, also lass uns mal loslegen. C&P Union Manager Seminar Begleiter. Du hast einen Begleiter gefunden. Das sind Charaktere, die auf deinen Abenteuern beistehen und auf viele Arten helfen können.
Begleiter geben Feuerschutz im Gefecht. Ihre Fertigkeiten verbessern deine Fertigkeiten. Sie erhöhen deine Tragekapazität. Mit der Fertigkeit Inspiration kannst du spezielle Kampffähigkeiten freischalten. Erfahre mehr über deine Begleiter im Register Begleiter. Begleiter. Also, Pavati, lass uns loslegen. Ich glaube, wir müssen mal wieder... Kommst du? All klar. Ja, in den Lift bitte. Entschuldigung, wir sind schon auf Weg. Pavati. Hey, Mister, can we talk? Sorry. Can we talk? Ja klar, was willst du denn? Sorry. You just want to get out of here. And you likely don't want to tag along like me. It's just, Mr. Thompson has his own view on matters, on account of it's his job and what all, but that's not the only side of the tale. Okay. Geht es etwa um die Deserteure? Von welcher anderen Seite sprichst du? Dachte ich mir schon. Reed wirkt auf mich nicht gerade wie ein besonders ehrlicher Mensch. Seine Sicht der Dinge wirkt auf mich ziemlich einleuchtend. Dachte ich mir schon. Reed wirkt auf mich nicht gerade wie ein besonders ehrlicher Mensch. Oh, he ain't a liar. He believes every word he says. It's just, he doesn't always get where other folk are talking from. To Mr. Thompson, a person's a gear. It does its job quiet-like. If it squeaks or stutters, it gets replaced. The deserters are decent folk. I knew some of them before they left. Okay. Ich kann es niemand verübeln, von hier wegzuwollen. Die Stadt hat ihre Probleme. Wie gut hast du die Deserteure gekannt? Hast du mit ihnen zusammengearbeitet? Warst du mit ihnen befreundet? Kennst du diese Adelaide, von der Reed gesprochen hat? Oh nee, warst du mit ihnen befreundet? I don't know anybody well. I mostly listened to them talk, kept my head down. There was a boy named Thomas who used to follow me around, asking questions about the stuff I fixed. He was real sweet to me. Not any sort of dissident. Okay. Ich kann es niemandem verübeln, von hier wegzuwollen. Die Stadt hat ihre Probleme. Life's hard here. Especially for them that don't fit in so well. We're one big Spacer's Choice family, but every family's got the one the rest whisper about. Mr. Thompson's aiming to take away their power. They'll have no lights to see, nor heat to cook. They'll be at the mercy of marauders, or worse. I think you should talk to the town's vicar about it. Max, his name is. Okay. Sprich mit dem Vikar. Könnte wohl nicht schaden. Wir schauen mal vorbei. Worüber willst du mit dem Vikar reden? Darüber, einen Stromschalter am Generator umzulegen? Wo finde ich den? Okay, könnte wohl nicht... ja, könnte nicht schaden. Wir schauen mal vorbei. Thanks, mister. I just think when you gotta make a decision that'll hurt somebody, it's best to think on the right and wrong of it. That's what my dad used to say anyways. Okay. Ich würde aber gerne wissen, wo man ihn findet, ne? Da geht's nicht raus. Oh, haben wir eine Karte? Ja! Spacer's Choice Kantine. Volle Energie, aktiver Auftrag. Nee. Junge. Vikar Max. Da steht's ja doch eh. Oh, Mann. Blinde Nuss. Dann gehen wir mal zum Mute Max. Ich glaube... I've always felt weird in here. It's too clean. Ja, ich kann dir folgen. Max, alles klar bei dir? Junge, Jutta Max. Yes, what is it? You're an outsider. Fantastic. Vicar Maximilian de Soto at your service. Or Vicar Max if you're the sort who prefers brevity. And Ms. Holcomb as well. How rare to see you out. And with a complete stranger. Curious. Just tagging along, Vicar DeSoto. Don't mind me. I so rarely get new people to talk to. Name your poison, anything at all. Spiritual counseling? This season's tossball predictions? The quickest way out of town? Ja, der schnellste Weg aus der Stadt ist wohl durchs Tor, ne? Pavati wollte mit dir reden, darüber, worum Reed uns gebeten hat.
Woher wusstest du, dass ich ein Fremder bin? Vielleicht, weil du mich noch nie gesehen hast? Was für eine Art spirituelle Hilfe bietest du hier an? Mir ist gerade noch etwas anderes eingefallen, das ich erledigen muss. Ja, aber, was für eine Art spirituelle Hilfe bietest du hier an? They who are not satisfied with their work are satisfied with nothing. No? How about, work fortifies the spirit. True exhaustion awaits idle hands. Okay. Im Ernst? Solche Sprüche versuchst du mir hier zu verkaufen? Selling? No. It is free for all who seek it. I'm sorry you don't find these tried and true words of wisdom to your liking. Ja, bewährte Worte. Du hast nur Plattitüden über die Freude an der Arbeit im Angebot. Hast du dich in letzter Zeit mal hier umgesehen? Have you? These people need something. Anything they can grasp to survive. Delving into the metaphysical minutiae of the grand plan would be nonsense to them, if not worse. My apologies. The townsfolk are having a tough time of it, and it's been difficult for me to enrich their lives. They are good people. It is just difficult to reach them. Okay. Ja, das mit dem Fremden können wir eigentlich lassen. Parvati wollte mit reden darüber, worum Reed uns gebeten hat. But what? I thought you would talk to him. You wanted to speak to me, Ms. Holcomb? Every time I've tried to engage you in conversation, you look at the floor, answer in single words, and slink away. I can't imagine what would be so grave as to drive her to my mission. What has Mr. Thompson asked you to do? Das Geothermiekraftwerk zu reparieren. Adelaides Deserteuren den Strom abzuschalten. Wir sollen den Deserteuren den Strom abschneiden. Hast du vielleicht eine schnelle Antwort parat? Wir sind ein wenig in Eile. Adelaides Deserteuren den Strom abzuschalten. Depriving them of safety from the marauders and wildlife. I can see why that troubles you. Miss Holcomb has a soft heart. Always has, if you believe the talk. Okay, also was rätst du mir und was hältst du von Adelaides Truppe, Vikar? They rejected the order of society and live beyond the walls so thoughtfully provided by our Spacer's Choice patrons. Does that strike you as a responsible life choice? Okay. Intelligenz, das hängt davon ab, wie gut der Anführer die Versorgung außerhalb der Mauern sicherstellen kann. Astute. But I am here, not in the deserter camp. So that's not a variable I can account for. Und was rätst du mir dann? Assuming your goal is to save as many as possible, then you should bring everyone together. Send the power to Edgewater and convince the deserters to return to the fold. Ja, aber wenn sie da schon geflohen sind und weg wollten, oh Mann, Junge. Ist das überhaupt möglich? Okay, dann überzeugen wir also einfach alle aufeinander zuzugehen. Ich behalte es im Hinterkopf. Vor mir liegt also eine Menge Arbeit. Danke, dass du dir Zeit genommen hast. Ist das überhaupt möglich? Not if things are left to stand as they are. If you don't mind a bit of unsolicited advice, be cautious on your way to the geothermal plant. It is not as safe as you might assume. Okay, und woran liegt das? One of the reasons I transferred here was to fulfill my duty in hunting down banned heretical texts. I happen to know such a book is, as we speak, tainting a collector's library in Emerald Vale. However, the collector's residence lies outside the town's walls. My retrieval efforts have been thwarted by marauders who have overrun the property. Should you fare better than me, I'd pay a handsome sum for the book. Ja, Bücher verbrennen, warum denn auch nicht? Eine ansehnliche Summe, sagst du, rede nur weiter. Wieso ist Vikar hinter einem verbotenen Ketzerbuch her? Ich nehme an, du willst es verbrennen, sobald du es in den Händen hältst. Aber warum bist du nach dem Buch hier? I just want to keep the writing out of layman's hands. It wouldn't do for such information to fall into public consumption. Ja, die gute alte Bücherverbrennung, wer kennt es nicht? Mir scheint eher, dass es von Interesse für die Obrigkeiten wäre, dass du hinter diesem verbotenen Text her bist. Ich muss erst ein wenig mehr über dieses Buch wissen, bevor ich mich dazu bereit erkläre. Ja, aber ich glaube, die Obrigkeiten sind danach, wollen das haben. On the contrary,
My position means that I am one of the few legally allowed to possess such items. But do not worry. You'll be safe since you are acting on my behalf. Ja, ja, das sagst du jetzt. Vielleicht hole ich dein Buch und verkaufe es an jemand anderen. I can assure you, you won't find another willing to risk imprisonment to possess this book, nor anyone willing to pay the price I can offer. Ja, okay, das ist ein überzeugendes Argument. Glad we see eye to eye. It's a handwritten journal, a faded blue cover with the name M. Bakonu handwritten in the lower corner. I'll mark where I saw it on your map. Assuming you're serious? Natürlich. Ich werde nach deinem Buch suchen. Ich muss erst ein wenig mehr über dieses Buch wissen, bevor ich mich dazu bereit erkläre. It is not only a beautiful relic of a bygone time, it's also the thoughts of an early thinker on the nature of man's place in the cosmos. Not many in this colony could understand its true value, should they ever read it. Das sind doch nur reine Arbeitskräfte, die müssen noch gar nicht lesen können, ne? Das wird ihnen ja auch verwehrt. Oh, okay, ich werde nach deinem Buch suchen. Thank you. If you retrieve it, you can always find me here. Okay. Lieber Max, wir machen uns weiter auf den Weg. Bavati? Ja, können wir uns weiter? Können wir? Bavati? Können wir? Ach, was? Nächste Folge, sagst du? Nee, nächste Folge. Wir haben die Folge schon rum, was? Was sagst du da? Okay. In der nächsten Folge geben wir los. Okay. Also, du hast es ganz genau gehört. Ich habe es auch gehört. Bavati hat eindeutig gesagt, dass wir in der nächsten Folge weitergehen und uns zur Anführerin, zu der Reed uns geschickt hat, begeben und vielleicht auch das Buch suchen und vielleicht auch ein bisschen drin schmökern. Aber das Ganze in der nächsten Folge von The Outer Worlds. Ich bedanke mich fürs Zuschauen, fürs Dabeisein und tschö mit Ö.